Hi zusammen und willkommen zurück. Heute packen wir gemeinsam die Galaxy Buds Live aus, richten sie ein und führen eventuell ein Software-Update durch. Ihr wisst, nach meinem iPhone-Verkauf müssen jetzt Galaxy-Produkte her, die mit meinem Note 20 Ultra zusammenspielen. Das heißt, die AirPods Pros sowie meine Apple Watch müssen verkauft werden und dementsprechend brauche ich jetzt hier Galaxy Buds und demnächst auch eine Galaxy Watch. Gehen wir um die Verpackung. Auf der Unterseite sehen wir einige Angaben wie die Farbe Mystic Blue. Auf der rechten Seite ist nichts. Die Rückseite enthält wie gewohnt einige Features. In dem Fall Ergonomic Fit, eine Akkulaufzeit von 6 bis 21 Stunden, 3 Mikrofone für bessere Gesprächsqualität sowie aktive Geräuschunterdrückung, also Active Noise Cancelling ANC. Das soll allerdings nicht so effektiv sein wie bei den AirPods Pros, aber wir lassen uns überraschen und das wird sowieso getestet. Genau, dann haben wir da unten noch die Angabe von Bluetooth sowie Sound by AKG. Das ist ja nicht verkehrt. Und unten steht nochmal Packaging Contents. Da haben wir den linken und rechten Ohrhörer, ein Ladecase, 2 Wingtips, ein USB-C-Kabel sowie eine Schnellstartanleitung. Es geht weiter. Auf der rechten Seite haben wir nochmal den Schriftzug des Produkts in schimmernder Farbe. Sieht gar nicht mal verkehrt aus. Hier oben haben wir das erste Siegel, unten das zweite. Zack und nochmal zack. Durchgeschnitten. Deckel angehoben. Wie so immer ist das ganze Papierzeug unter dem Deckel versteckt. Wir versuchen es mal rauszuholen. Oh, jetzt passt mal auf, wie ich hier scheitere. Das hier ist in Echtzeit. Probieren es mal von der anderen Seite. Aber es wehrt sich. Es will einfach nicht raus. Na dann halt nicht. Nicht raus. Kommen wir zum Inhalt. Wir sehen schon die schöne blaue Farbe. Bin ich wirklich gespannt drauf. Aber wir müssen es trotzdem noch mal kurz beiseite legen. Aber die Farbe gefällt mir wirklich sehr. Bleibt nur noch diese kleine Box. In dieser befindet sich natürlich das Ladekabel. Und ich sehe jetzt schon, dass es USB Typ A auf USB Typ C. Kann man machen. Da habe ich ein passendes Netzteil für. Und das ist der Wingtip in Größe L. Ja, je nachdem, was man für eine Ohrform hat. Und jetzt kommen wir zu den Galaxy Buds Live an sich. Folie weg. Die schöne blaue Farbe kommt jetzt wirklich zur Geltung. Samsung Sound by AKG. Hier vorne eine LED. Auf der Unterseite einige Angaben. Seite nichts. Andere Seite nichts. Auf der Rückseite natürlich der Eingang für das USB Typ C Kabel. Jetzt sehen wir den Deckel an. Da haben wir die Farbe. Super glänzend. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ein Fingerabdruckmagnet ist. Hier oben haben wir so einen Gummistreifen, der dann wahrscheinlich hier unten auftrifft. Und den Deckel dann abfedern soll. Kommen wir zur Qualität des Scharniers. Ja, nach hinten hin. Ja, halt gut. Das snappt dann zu. Da bin ich beeindruckt von, also gut gebaut. Hier vorne nochmal die Angaben für rechts und links. Wir entnehmen mal den rechten Ohrhörer. Die rechte Bohne könnten wir auch sagen. So sieht die Form aus, vom Profil her. Da haben wir die 2 Mikrofone und das ist absolut leicht, wirklich.
Da haben wir die zwei Mikrofone. Hier nochmal die Innenseite mit dem Lautsprecher, dem Annäherungssensor, dem Airvent, wahrscheinlich für den Druckausgleich, sowie die Pins für das Laden. Also absolut glänzend, aber die Farbe, die ist wirklich klasse. Gut. Legen wir es zurück und gucken uns an, wie stark die Magnete die Ohrhörer im Case halten. Das war zu fest. Aber da habe ich wirklich mit ziemlich starker Kraft geschüttelt, von daher geht das in Ordnung. Gut, wir verbinden die Galaxy Buds Live. Kopplungsanforderung, ja. Und das geht ratzfatz. Galaxy Wearable erlauben, den Gerätestandort abzurufen, ja. Kontaktezugriff, ja. Und Anrufe starten und verwalten auch, ja. Sowie Zugriff auf Fotos, Medien und Dateien. Müssen wir zustimmen. Das Telefon wird eingerichtet, steht da. Das geht auch ziemlich schnell. Hier haben wir nochmal optional die Möglichkeit, Diagnoseinformationen zu melden oder zu senden. Und wenn da optional steht, verzichten wir drauf. Genau, hier nochmal einige Zugriffe zulassen. SMSen. Galaxy Buds Live mit Galaxy Buds Live verknüpfen. Das verstehe ich nicht, aber gut, okay. Und jetzt kriegen wir hier den Hinweis auf, so tragen Sie Ihre Ohrhörer. Okay. Achten Sie darauf, dass Sie den linken und rechten Ohrhörer im richtigen Ohr einsetzen und dass der Lautsprecher nach innen zeigt. Also, ihr habt es gelesen, ihr habt es gehört, bitte richtig rumtragen. Da haben wir nochmal ein Bild da oben dazu, wie es richtig auszusehen hat. Und der Hinweis: mit der richtigen Anpassung erzielen Sie den besten Ton und eine optimale aktive Geräuschunterdrückung. Alles klar. Da klicken wir drauf. Wir sind startklar. Das ist hübsch gemacht hier. Okay. Eine neue Version der Software ist zum Download bereit. Das machen wir gleich. Zunächst gucken wir uns einmal die Bilder an hier oben. Die Akkustände werden uns angezeigt. Das ist wirklich hübsch aufgemacht hier. Das ist wirklich hübsch gemacht. Gefällt mir. Geräuschunterdrückung, der Equalizer, der ganz gut sein soll. Hier unten die Berührungssteuerung. Das liebe ich ja immer an den Galaxy Buds, dass man jetzt hier, wenn man je nachdem den rechten oder den linken länger gedrückt hält, dass man dann die Lautstärke erhöhen bzw. verringern kann. Diese Funktion fehlt mir bei den AirPods jedes Mal. Hier leiser und mit dem rechten lauter. Lesen Sie Benachrichtigung vor. Bei einem Alarm, Anruf in Abwesenheit, Nachrichten und Termine. Es gibt auch noch weitere. Labs. Gut. Spielmodus. Minimieren Sie die Audioverzögerung für einen lebendigen, synchronisierten Spielton. Okay, wir kommen zur Softwareaktualisierung. Wir haben eine Größe von 2,20 Megabyte. Ich spule an dieser Stelle vor. In der Zwischenzeit könnt ihr euch die schöne blaue Farbe ansehen. Gut, der Hinweis hier: Ladestation geöffnet lassen. Ihre Ohrhörer werden von Ihrem Telefon getrennt, wenn das Update startet. Lassen Sie die Schachtel offen, bis das Update abgeschlossen wurde und die Ohrhörer wieder eine Verbindung mit Ihrem Telefon herstellen.
Gut, wir warten einen kleinen Moment. Es ist alles ausgegraut in der App, bis auf die 2 letzten Punkte. Das dürfte nicht mehr lange dauern. Genau, da. Jetzt ist die App wieder zum Leben erwacht hier. Alles schön bunt. Okay, wir prüfen, ob uns noch ein Software-Update angeboten wird. Nein, Ihre Software ist auf dem neuesten Stand. Das ist gut. Das war's auch von diesem Video. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.